Willkommen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Gesten des Logitech MX Master 4 für mehr Produktivität meistern können. Zunächst einmal identifizieren wir die Gestentaste an Ihrer Maus. Standardmäßig ist es diese hier, die Taste unter Ihrer Daumenauflage. Sie ist leicht erreichbar und ich denke, sie ist die optimalste Option für die Gestentaste. Sie können jedoch Gesten auf jede beliebige Taste Ihrer Maus legen, außer auf die linke und rechte Maustaste. Und um das zu tun, um mit Gesten zu arbeiten, im Grunde müssen Sie zunächst die offizielle Software von Logitech herunterladen, die Logi Options heißt. Außerdem ist sie kostenlos nutzbar. Herunterladbare Software. Die Installation erfolgt mit nur einem Klick. Optional. Sie können sich in diesen Anwendungen in Ihr Konto einloggen. Auf diese Weise erhalten Sie Zugriff auf Plugins. Dieses Thema werden wir in diesem Video jedoch nicht behandeln. Ich habe es bereits in einigen anderen Videos erklärt. Bei Gesten bin ich mir nicht sicher, ob Sie tatsächlich irgendwelche Plugins für Gesten verwenden können. Sobald Sie diese Anwendung installiert haben, müssen Sie Ihre Maus nur noch mit Ihrem Computer, also Ihrem PC, verbinden. Mit jeder beliebigen verfügbaren Verbindungsmöglichkeit, also entweder mit dem Logi Bolt per Bluetooth oder im Grunde genommen, wie Sie möchten. Und sobald Sie das getan haben, sehen Sie Ihre Maus in diesem Fenster. Und jetzt, wenn Sie darauf klicken, können Sie werden zum Menü Tasten weitergeleitet und genau das suchen wir jetzt. Hier finden Sie das Gesten-Symbol, das Gesten-Tasten-Symbol und Sie können direkt darauf klicken und dann eines der verfügbaren Presets auswählen. Ich habe Ihnen jedoch vorhin gesagt, dass Sie auch jede andere Taste für Gesten zuweisen können. Dafür müssen Sie einfach auf die Taste klicken, die Sie tatsächlich für Gesten verwenden möchten. Und dann können Sie entweder nach Gesten über die Suchleiste suchen oder nach unten zu Weitere Aktionen scrollen und dort ganz oben in der Liste Gesten auswählen. Anschließend weisen Sie dieser Taste stattdessen die Ausführung von Gesten zu. Beim Verwenden von Gesten können Sie nun entweder eines der verfügbaren Presets wie virtuelle Desktops, Mediensteuerung, Fensterverwaltung, App-Navigation, Zoom, Drehen und so weiter auswählen. Oder Sie scrollen ganz nach unten in dieser Liste und wählen Benutzerdefiniert, um ein eigenes Preset für Ihre Gesten zu erstellen. Nun, wie führt man Gesten aus? Sie können entweder diese Taste anklicken, damit führen Sie die entsprechende Option aus. In meinem Fall ist das die Aufgabenansicht. Sie können sie gedrückt halten und dann die Maus nach oben bewegen. Sie können sie gedrückt halten und die Maus nach unten bewegen. Halten Sie sie gedrückt und bewegen Sie die Maus nach rechts oder nach links und das sind die 5 Gesten, die in meinem Fall verfügbar sind. Gedrückt halten und nach links bewegen. Damit wird die Ansicht auf den linken Desktop gewechselt, nach rechts wird die Ansicht auf den rechten Desktop gewechselt. Jetzt sprechen wir über virtuelle Desktops in Windows, nicht über Monitore. Und wenn Sie eine benutzerdefinierte Voreinstellung einrichten möchten, müssen Sie einfach hier klicken. Und jetzt klicken Sie auf eine dieser Optionen, die Sie sehen und Sie werden dieses Menü sehen. Es ist ziemlich intuitiv. Was Sie also tun müssen, ist einfach verschiedenen Gesten unterschiedliche Aktionen zuzuweisen. Also ich denke, Sie sehen, was sie bedeuten. Diese Aktion wird also ausgeführt, sobald Sie die Taste gedrückt halten und Ihre Maus bewegen nach hinten. Diese hier wird ausgeführt, wenn Sie sie nach oben bewegen und so weiter. Und um Ihrer Maus eine Geste zuzuweisen, haben Sie eine Aktion dafür. Um Ihre Maus anzupassen, müssen Sie auf Nichts tun klicken und dann diese Option auf eine der verfügbaren Aktionen umstellen. Und wie Sie sehen können, gibt es eine ganze Menge davon. Wählen Sie also einfach eine der Aktionen aus, die Sie hier sehen, zum Beispiel lauter und lassen Sie uns auswählen und lassen Sie uns die Lautstärke verringern für diese Aktion auswählen, zum Beispiel. Okay, und jetzt, immer wenn Sie die Gestentaste gedrückt halten und Ihre Maus nach oben bewegen, wird die Lautstärke lauter und wenn Sie sie nach unten bewegen, wird sie leiser. Und jetzt lassen Sie uns das Klicken auf Stummschalten setzen. Den Ton
Also suchen wir die Musikstummschaltung am Lautsprecher und jetzt immer wenn ich die Gestentaste drücke, schalte ich den Lautsprecher stumm und so ist es. Das macht diese Gesten, es macht es viel einfacher, zum Beispiel die Medienlautstärke zu steuern. Und das ist im Grunde alles, was ich in diesem Video zeigen wollte. So funktionieren Gesten und ich hoffe, dass Sie auch Ihre Kreativität nutzen werden, um produktive Voreinstellungen für Ihre Gestentaste zu erstellen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Bei Gefallen Kanal abonnieren, Like und Kommentar dalassen und bis zum nächsten Video.